Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute starten wir mit unserem kleinen Text-Adventure, das ein Übungsprojekt für euch sein soll, das ihr dann aber auch bitte selbstständig erweitern könnt und selbstständig vergrößern könnt. Macht das so groß und komplex, wie ihr wollt. Das ist jetzt sozusagen nur eine kleine, eine kleine Richtung, in die ich euch schubsen möchte. Und da könnt ihr selber so viele Ideen einbauen, wie ihr nur irgendwie kriegen könnt. Aber ich möchte euch eben einmal ganz kurz zeigen, wie man an sowas rangeht. So, wir machen zunächst einmal eigentlich ein Kotlin-Projekt, das haben wir ja hier schon gemacht. Und daran packen wir eine Kotlin-File, die nennen wir einfach mal main. Das ist die Datei, die wir am Ende starten werden. Und hier packen wir auch unsere Function main rein. Mit den args Doppelpunkt Array String. So, genau. Und diese Funktion werden wir jetzt auch natürlich starten. So, jetzt ist natürlich das erstmal nichts, was man direkt jetzt in eine Funktion packen kann, ja. Das heißt, das ist später für uns wichtig. Wir machen aber jetzt heute erstmal so das grobe Layout, was wir eigentlich da so alles reinpacken wollen. Wir wollen einen Spieler haben, der in der Welt umherlaufen kann. Wir wollen diesem Spieler dann eben auch die Möglichkeit geben, Items aufzunehmen, vielleicht gegen jemanden zu kämpfen, vielleicht wollen wir sogar ein Inventar basteln und so weiter und so fort, okay? Und das heißt, was wir brauchen, ist zunächst einmal eine Kotlin-Class wollte ich eigentlich haben. Eine Kotlin-Class, die unseren Spieler definiert. Okay? So. Das wird eine Spielerklasse werden. Dann brauchen wir selbstverständlich noch eine Klasse für Gegner. Beziehungsweise wir machen jetzt mal einen Gegner, einen konkreten Gegner. Das wird ein Ork werden, okay? Ihr könnt da natürlich so viele Gegner reinhauen, wie ihr wollt. Das bleibt völlig euch überlassen. Wir machen jetzt einfach nur mal das Layout, damit wir alles haben. So. Gegen diesen Ork wird er laufen können. Dann haben wir hier natürlich noch das Spielfeld, auf dem wir uns hin und her bewegen können. Okay. Und was wir auch noch brauchen, sind eben Gegenstände. Sprich zum Beispiel, ich mache hier nur mal ein kleines Beispiel, einen Heiltrank. So. Und das ist erstmal so das, was wir realisieren wollen. Wir wollen laufen können, wir wollen kämpfen können und wir wollen eben Heiltränke verwenden können. Keine Animation, kein gar nichts. Wir können das Ganze einfach über die Command-Line machen. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir vielleicht dazu haben wollen. Und vielleicht vor allem für diesen Heiltrank können wir uns noch was denken. Nämlich, wir können das Ganze über ein Interface realisieren. Dann lässt sich zum Beispiel ein Mana-Trank sehr viel leichter verwenden also zum Beispiel jetzt sehr viel leichter auch einbauen, als jetzt zum Beispiel ein Heiltrank. Das heißt, wir haben am Ende nicht nur den Heiltrank, sondern wir haben eine komplette Objekthierarchie. Der Heiltrank ist das konkrete Objekt, das wir dann am Ende finden werden und das werden wir dann auch verwenden können. Das ist das konkrete Objekt. Allerdings gibt es natürlich auch noch andere Tränke. Ja, das heißt, wir haben ein Interface, das nennt sich Trank, den können wir einfach schlucken oder von mir aus auch Consumable, ja, da fallen dann so Sachen runter wie Beeren, wie, Beeren, Tränke, was gibt es noch, was man alles schlucken könnte, Kaffee, was habe ich hier noch? Ich habe gerade hier ein bisschen Apfelmus rumstehen, deswegen Apfelmus könnte da auch drunter fallen, solche Sachen eben, ja, das sind dann Consumables. So, und Consumables wiederum sind selbstverständlich Items. Und Items sind wieder, also Consumables sind Items und Item ist dann das oberste Interface, mit dem wir in unserem Inventar arbeiten werden. Okay? So, jetzt haben wir natürlich gesagt, wir haben noch mehrere Items. Wir haben vielleicht auch Waffen, ja? Und da können wir dann sagen, okay, wir haben eigentlich ein weiteres Interface, das ist dann der zweite Vererbungspfad. Also einmal ganz oben steht Item. Consumable erbt von Item, aber Waffe oder, ja genau, nennen wir es einfach mal Waffe, erbt auch von Item. Und dann haben wir hier noch eine Klasse, die erbt dann von Waffe. Die nennen wir einfach mal Schwert des Zerstörers. Schwert des Zerstörers. So, hört sich schön an, oder? Gut. Und ja, das erbt jetzt natürlich alles irgendwie voneinander. Jetzt lasst uns mal ganz kurz diese Vererbungshierarchie aufschreiben. So, also das heißt, das Schwert des Zerstörers erbt von Waffe, okay? Das heißt, wir sagen hier, wir erben von Waffe. Gut. Die Waffe wiederum, das Interface erbt von dem Interface Item. Und Item erbt von gar nichts. Item ist ganz oben, okay? Und das hier
erbt, also Consumable erbt ebenfalls von Item. Und Heiltrank erbt wiederum von Consumable. So. Gut, Spielfeld erbt von gar nichts, das steht für sich alleine. Orc erbt selbstverständlich auch von etwas und das ist in diesem Fall, die haben wir noch nicht. Das ist ebenfalls ein Interface, New Kotlin Interface, Non-Player Character, kurz NPC. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr öfters mal am Zocken seid. Ich schiebe das jetzt hier mal rüber, damit wir das auch irgendwie verbinden können miteinander. So, das erbt von NPC. Und ja, dann der Spieler ist einfach nur ein Spieler und die Function Main, die tut einfach gar nichts. So, und ja, das ist unser grobes Projektlayout. Jetzt lass uns mal kurz die Main Loop schreiben, okay? Die Main Game Loop, wie man sie auch ganz gerne nennt, ist sozusagen die Schleife, die einfach die ganze Zeit wiederholt wird. Das heißt, ihr wollt das Spiel natürlich nicht nach einem Durchlauf irgendwie abbrechen oder sowas, sondern ihr macht eine Sache für immer und ewig sozusagen. Das heißt, ihr lauft rum, ihr könnt looten, ihr könnt leveln vielleicht auch und ihr könnt kämpfen und so weiter und so fort. Gut, zunächst einmal haben wir natürlich hier noch keinen Spieler. Das heißt, wir brauchen unseren Spieler. Und ja, ich mache das absichtlich auf Deutsch. Normalerweise würde man sowas vielleicht auf Englisch machen. Der Spieler ist ein Value. Spieler ist gleich, so, und den bauen wir jetzt erstmal als normalen Spieler. Und ja, eigentlich brauchen wir da aktuell auch keine wirklichen Variablen drin. Wir werden natürlich dann später dem Spieler hier noch ein bisschen Leben geben. Aber selbst im Konstruktor brauchen wir keine Variablen hier, weil wir einfach am Anfang den Standardspieler erstellen. Und der kann dann natürlich irgendwie einige Variablen haben. Und die werden sich dann aber vielleicht im Laufe des Spiels verändern. So, und jetzt brauchen wir noch ein Spielfeld. Das nennen wir einfach mal Feld ist gleich Spielfeld. So, und dann sagen wir Feld.spawn. Ja, wir wollen quasi unseren Spieler irgendwo erscheinen lassen. Spieler und zwar auf 0, 0. Okay? Das heißt, wir starten einfach ganz am Anfang. So, und das ist eigentlich auch schon alles. Wir haben sozusagen das Wichtigste jetzt hier natürlich noch die while true Schleife. Ja, Python-Schreibweise, sorry. Jetzt aber, hier ist irgendwas gerade, naja, seltsam. Egal. Auf jeden Fall while true. Und ja, wir machen das wirklich while true. Solange unser Spieler nicht stirbt, wollen wir sozusagen das Spiel nicht beenden. Wir machen ein Spiel, wo man wirklich, wenn man stirbt, dann muss man von vorne anfangen. Ja, warum nicht, ne? So, und als erstes sagen wir, wenn der Spieler.dead, dann wollen wir, beziehungsweise eigentlich müssten wir es isDead nennen. Wenn unser Spieler tot ist, dann wollen wir hier rausbreaken. Und ansonsten wollen wir unseren Spieler fragen, wohin er möchte. Das heißt, wir sagen print, wohin des Weges. Norden, Süden, Osten, Westen. Und dann lesen wir das Ganze ein. Und wisst ihr was? Ich habe mich gerade umentschieden. Wir machen das hier so mit Spieler, Spawn-Spieler. Spawn-Spieler hört sich furchtbar an. Spawn-Player, vielleicht. Das ist okay. Wir packen unseren Spieler direkt dorthin. Und jetzt fragen wir ihn, wo er hin möchte. Sagen value input ist gleich readline. So. Und jetzt darf natürlich unser Player irgendwas eingeben. Das heißt, der darf sagen, hey, ich möchte Norden, Süden, Osten oder Westen. Und wir switchen einfach durch. Das heißt, wir wennen über unseren Input und sagen, wenn wir hier das Ganze als Norden haben, dann sagen wir Feld.movePlayer. So, und jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir uns überlegen, wie unser Spielfeld eigentlich aussieht. Also von der Größe oder vom Layout her. Das heißt, manche sagen, oben links ist 0, 0. Das heißt, wenn ich jetzt nach Norden gehe, dann verringert sich mein Y-Wert. Also ich gehe nach oben. Im Endeffekt ist das ein Koordinatensystem, ja. Und ihr geht dann quasi nach oben, nach unten oder so. Und so werden wir das auch machen. Bei uns ist also sozusagen, ich mache das mal ganz kurz hier im Spielfeld drin. Machen wir mal so hier. Okay.
Also, wir haben unser Spielfeld, hier ist 0, 0 bis x-Wert 100, y-Wert immer noch 0. Und dann sagen wir hier Punkt, Punkt, Punkt und wir gehen bis 0,100. Das ist dann der y-Wert 100 und der x-Wert 100 ist hier drüben. Das ist 100, 100. So, das ist unser Spielfeld. Können wir natürlich so groß machen, wie wir wollen. Wir setzen es jetzt einfach mal hier auf 100. Und ja, so sieht das dann für uns im Endeffekt aus. Ups. Genau. Und deswegen fangen wir an, wenn wir 0, 0 haben, also da, wo wir starten oder da, wo wir spawnen, ist quasi links oben. Ja? Und wenn wir nach rechts unten gehen, dann sind wir bei 100, 100. Und wir wollen immer ein Feld ja, quasi laufen. So, und wir sagen jetzt hier, wir wollen in x-Richtung, also wenn es Norden ist, dann wollen wir unseren Spieler in x-Richtung um nichts bewegen. Denn wenn wir nach Norden laufen, wo ist Spielfeld? Wenn wir nach Norden laufen, dann laufen wir nach oben in unser Feld. Ja? Das heißt, wir verringern die y-Richtung um 1. Das heißt, wir sagen hier, die y-Richtung ist -1. Okay? So. Und ja, selbiges machen wir jetzt noch für die anderen Felder. Und dann haben wir eigentlich auch schon alles. Also, weil eben Feld hier dann mit unserem Spieler klarkommen muss, wenn wir irgendwas machen. Genauso wie Feld noch irgendwie implementiert werden muss, dass es unser Spieler spawnt. So, gut. Nächstes ist eben, wenn wir unseren Spieler in Richtung Süden bewegen, dann bewegen wir ihn um 1 nach unten, also positiv 1. Und dann haben wir natürlich noch Osten habe ich als O definiert und Westen habe ich als W definiert. Hier bewegt sich natürlich unser Spieler in x-Richtung gar nicht. Jetzt ist natürlich vielleicht die Frage, warum habe ich hier die Möglichkeit, mehr als nur 1 zu laufen? Also ich könnte jetzt auch 100 hinschreiben oder sowas. Ganz einfach, es könnte vielleicht ein Spezialfeld geben, ein Teleportationsfeld oder sowas, das unseren Spieler irgendwo hin moved oder irgendwie neue Schuhe, die immer 2 Felder nehmen oder sowas. Sowas könnt ihr natürlich auch implementieren, okay? So, Osten ist nach rechts, das ist Spielfeld, das ist diese Richtung hier. Das heißt, wir gehen positiv in die x-Richtung und dann der Westen ist selbstverständlich -1, das heißt, wir gehen negativ in die x-Richtung. Genau, und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier haben. So, das war die when. Und jetzt sagen wir natürlich Feld.interact. Okay? Das heißt, unser Feld macht dann irgendetwas mit unserem Spieler. Also quasi unser Feld reagiert dann je nachdem, was wir eben machen. Und wenn wir dann fertig reagiert haben, dann sind wir eigentlich durch hier und können dann weiter laufen sozusagen und unserem Spieler wieder die Option geben, wohin er sich denn bewegen möchte. So, natürlich nur vorausgesetzt, er ist nicht tot. Genau. Und ja, dann ist das im Endeffekt schon alles, was wir hier haben. Das heißt, wir können hier unseren Spieler spawnen, wir überprüfen, ob er tot ist und wir müssen ihn bewegen und wir müssen natürlich mit dem Feld interagieren. Super, und ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite für das erste Einführungsvideo. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne Feedback da. Ansonsten auch gerne Feedback da lassen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.